Ja. Ihr lauft gerade ins Bild. Das ist noch ein Stück hin. Ja, Wasser brauchen wir nicht. ihr lauft ins Bild. Ach so? Ja, wir nehmen gerade auf. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute reden wir über Marinekorps Flandern. Marinekorps Flandern, Marineinfanterie, Ja, so kann man es sagen. ja, also speziell Marinekorps Flandern, also alle Truppen der Marine, die in Belgien, in Flandern gekämpft haben. Okay, also und auch halt logischerweise die Marinetruppen, die nicht auf dem Schiff gedient haben. Ja. Wobei Marinekorps Flandern beinhaltet ja auch U-Boot-Division, Flottille und sowas. Ach ja, okay. Und sowas. Aber genau, also das ist jetzt erstmal nur so ein grober Überblick. Dann zwischenzeitlich zeigen wir euch mal die Uniformierungen, die es gab. Also es gab ja verschiedene Kombinationen, die man so tragen konnte. Ja. Und ja, so einen kleinen geschichtlichen Abriss, so wie die entstanden sind und wie die Mannstärke war und wie die dann nach dem Krieg so sich aufgelöst haben. Genau. Dann fangen wir an mit der Zusammensetzung. Also es gab ja Seebataillone. Ein Seebataillon bestand aus den sogenannten Seesoldaten. Das waren Soldaten der nicht seemännischen Bevölkerung. Sprich also keine Seeleute, sondern einfache Soldaten, die einfach nur unter dem Marine-Deckmantel steckten, sozusagen. Das war also eine Art Eliteeinheit, so würde man es heute bezeichnen. Es gab 3 Seebataillone, die woanders stationiert waren. Ja, es gab ja auch eins, das dritte war, glaube ich, in Tsingtau stationiert. Und die waren so zwischen 3.000 und 5.000 Mann stark, jeweils. So, das war eine Komponente vor dem Krieg alles. So, das war eine Komponente der Marinestreitkräfte an Land. Dann gab es die Marinereservisten. So wie die Infanterie auch, hatte die Marine eine 2-jährige aktive Wehrpflicht. Da haben natürlich die meisten aus Küstenstädten und sowas, die seemännische Erfahrung haben, also aus der seemännischen Bevölkerung, Dienst an Bord gewisser Schiffe getan. Ne? Also es waren richtige Seeleute, die haben dann eben alles Mögliche an Seemannserfahrungen gehabt und waren also Matrosen, Seeleute, sowas. 1914 war das dann ja so, dass die ganzen Reservisten wieder eingezogen wurden. Also nach dem Wehrdienst hatte man dann einen Reservistenstatus dann. Und die wurden alle eingezogen. Und bei der Marine war das Problem, dass eben nicht genug Schiffe für alle Reservisten da waren. Das heißt also, die Marine-Reservisten 1914, die eben in die Marinedivision reinkamen, das waren in erster Linie Seeleute, die noch nie zuvor am Festland Dienst getan haben. Und auch keine Infanterieerfahrung hatten und sowas. Das waren also Leute, die auf den Schiffen keinen Platz fanden und auch zu Hause zur Küstenverteidigung eben nicht gebraucht wurden. Diesen Leuten gab man dann so ein bisschen so einen Crashkurs sozusagen in Infanteriekampf. Also war schon ein bisschen mehr, war schon eine ordentliche Infanterieausbildung. Aber eben alles schnell, damit man eben 1914 auch im Kriegsgeschehen mit eingreifen konnte. Dann gab es noch 2 Marine-Artillerieregimenter. Die waren in erster Linie für den Küstenschutz zuständig. Die bauten also die Küstengeschütze aus und waren schon teilweise mit richtigen Schiffsgeschützen ausgestattet. So. Diese Komponenten, also Seebataillon, Marinereservisten, die wurden dann zusammengesteckt
Also theoretisch wurde dann das Seebataillon 1914 dann aufgelöst. Die kamen dann also alle mit in diese Marinedivision rein, gehörten jetzt also unter den Deckmantel Marinedivision. Davon gab es dann eine 1914. Die wurde dann aber schon am 15. November 1914 aufgestockt. Da wurde dann eine neue Marinedivision hinzugefügt. Und die erste, die wurde dann umgeformt, sodass man dann also die erste und die zweite Marinedivision hatte. Diese beiden Marinedivisionen zusammen bildeten das sogenannte Marinekorps Flandern. Sprich also Marinekorps, eine Division, noch eine Division, und jede Division hatte dann eben diese Bestandteile, Seebataillon und Reservisten. Ne? So, also es war ein sehr komplexes Gebilde. Die erste Marinedivision war 1914 noch 20.000 Mann stark. Um 1917 wurde dann noch eine weitere Division hinzugefügt. Dann hatte man am Ende 3 Marinedivisionen, die dann eben den Deckmantel Marinekorps Flandern hatten. Gewisse Truppenteile dieser Marinedivisionen waren nicht nur im Norden direkt eingesetzt, nicht nur an der Küste, sondern teilweise wurden sie auch 1915 im April beim ersten großen Gasangriff der Geschichte bei der Schlacht von Ypern eingesetzt. Die waren also auch da. Und 1916 bei der Schlacht an der Somme, da waren auch Marineteile anwesend. So, das Marinekorps Flandern am Ende war um die 70.000 Mann stark, wovon ungefähr 10.000 Mann fielen im gesamten Krieg. Also zum geschichtlichen Kontext, damit man versteht, warum jetzt im Norden Belgiens überhaupt Marine gekämpft hat. Am 4. August 1914 begann ja Deutschland in Belgien einzumarschieren. Und im Laufe des Augusts bis hin zum November wurden dann belgische Städte wie Antwerpen, Lüttich und Brügge eingenommen. Die fielen dann in deutsche Hand. Und um den deutschen Vormarsch zu stoppen, hat die belgische Armee an der Yser zwischen Newport und Lombardside, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber egal, haben sie dann die Schleusentore geöffnet und mit Meerwasser das umliegende Umland geflutet, sodass die Deutschen eben da nicht mehr weiterkamen. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt, wo alles geflutet wurde, haben sich so ein bisschen die Fronten verhärtet, weil das deutsche Heer nicht mehr wirklich ihre Taktiken sozusagen so einsetzen konnten wie vorher. Die haben so ein bisschen das Momentum verloren. Und seitdem, ab diesem Zeitpunkt bis 1918, haben sich die Fronten da so verhärtet und nicht mehr grundlegend viel geändert. Natürlich gab es immer mal wieder so ein bisschen hin und zurück, aber so da an der Isar, wo die Isar langläuft, da ist so ein bisschen Stopp gewesen dann. Und da ist auch nicht mehr viel passiert bis Ende des Krieges. Wo die deutsche Armee also da quasi aufgehalten wurde, kamen dann nach und nach Marinetruppen in den Norden Belgiens, im Flandern-Bereich. Also erst nach Antwerpen und dann Brügge. Und dann teilten sich im Laufe des Krieges die Marinedivisionen innerhalb des Marinekorps, die teilten sich Flandern in gewisse Sektoren auf. Ja, wie man es jetzt in der Nachkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg eben kennt, verschiedene Sektoren. Und teilten sich sozusagen die Verantwortung über gewisse Teile Flanderns auf. Wir hatten dann zum Beispiel das Generalkommando, das verwaltete zum Beispiel Brügge und das umliegende Gebiet um Brügge rum, also verschiedene Bezirke noch. Die erste Division sicherte die Küste zwischen Ostende und der niederländischen Grenze. Die zweite Division war für die Gemeinden zwischen Roxem und Schore zuständig. Und die dritte Division übernahm Verantwortung für die Gemeinden zwischen Westende und Oudenburg. Zwischen der Isar-Front und der niederländischen Grenze an der Küste entstanden also zwischen 1914 und 1918 ein extrem weit gefächertes Geflecht an MG-Stellungen, an Minenfeldern, Stacheldraht verhauen, richtige Küstenbatterien, Bunker und sowas. Also man kann es schon so den Vorläufer des Atlantikwalls nennen. Also da haben wirklich die erste Marinedivision, die dann an der Küste vornehmlich war, die haben da schon ordentlich was hingezimmert. Also auch die Marineartillerie, die dann da auch richtige Schiffsgeschütze an die Strände sozusagen gebaut hat. Die hat natürlich Angst vor einer britischen Landung.
Ja, weil es existierten tatsächlich auch bei den Briten die Pläne, wenn Deutschland jetzt wirklich nicht aufgehalten worden wäre 1914, sondern noch weiter marschieren würde und die belgischen Truppen zurückdrängen würde und die französischen, hätten sie auch die Pläne gehabt, bei Ostende eine maritime Landung zu starten und dann eben den deutschen Truppen in den Rücken zu fallen. Ist nie passiert, weil die Deutschen eben nicht den Geländegewinn gemacht haben, den sie befürchtet hatten. Im Laufe des Krieges wurde im deutsch besetzten Bereich wurden die Häfen extrem ausgebaut. Also du hattest zum Beispiel in Brügge den Hafen, du hattest, also das war der Hinterhafen sozusagen, neben Brügge. Dann hattest du Seebrügge, das ist also die Verbindung von Brügge an die Nordsee. Und Seebrügge war auch ein sehr, sehr wichtiger Kriegshafen. Und in Ostende haben sie auch noch den Hafen sozusagen ausgebaut. Die haben die Häfen als Stützpunkte genutzt, also als richtige Kriegshäfen, zum Beispiel für die gefürchtete U-Boot-Waffe im Ersten Weltkrieg und für Torpedoboote. Dazu haben sie noch ganz viele Flugzeughangars gebaut für die Seefliegerstation, also quasi die Marineflieger. Und von da aus haben sie dann operiert. Ne? Vor allem die U-Boot-Waffe, die bis Ende des Krieges, dazu muss man sagen, es gab ja die Hochseeflotte, die hat ja mit dem Marinekorps nichts zu tun. Das waren also die Schlachtschiffe und alles, was eben ja, die auf hoher See quasi gekämpft haben. Zum Beispiel erreichte am 9. November 1914 das erste U-Boot der Hochseeflotte Brügge. Und gleichzeitig wurden aber auch schon 1914 die ersten U-Boote für die U-Boot-Flottille des Marinekorps, die haben eine eigene Flottille bekommen, die wurden in Deutschland auseinandergebaut und für den Transport fertig gemacht und wurden dann per Eisenbahn verschickt und wurden dann wieder zusammengebaut. Also die sind nicht den Seeweg gefahren. Ja, die haben dann halt in Seebrügge und Brügge die U-Boot-Bunker und alles Mögliche gebaut. Die haben da richtig große Seekriegshäfen eingerichtet. Und kurzer Fun-Fact: In Brügge gab es zu der Zeit, also im Stadtzentrum, noch nicht überall Elektrizität. Also nur in bestimmten Hotels und bestimmten Bereichen gab es das. Der Seekriegshafen, der dann von den Deutschen richtig ausgebaut wurde, der war komplett mit Elektrizität ausgestattet. Okay. Also in der Nähe Hat die Stadt dann davon profitiert? Oder? Das stand nicht im Buch. Okay. Also da stand halt nur, während Brügge kaum Elektrizität hatte, war der Hafen komplett beleuchtet und alles. Bis April 1915 wurden dann also insgesamt 2 U-Boot-Flottillen des Marinekorps Flandern aufgebaut, die bis Ende des Krieges verantwortlich waren für 2500 versenkte Schiffe. Alleine die in Flandern, ne? Die Hochseeflotte nicht mit einberechnet. Also das waren, ich glaube, über 4 Millionen Bruttoregistertonnen an Schiffen, die sie da versenkt haben. Ja, das waren aber in erster Linie natürlich Handelsschiffe, die sie da gejagt haben, ne? Um eben die Versorgung, den Nachschub eben zu unterbinden. Also beim Beginn der U-Boot-Waffe, da war noch nicht wirklich gedacht, dass man Kriegsschiffe angreift. Also in erster Linie waren es wirklich die Handelsschiffe, die dann da eben drunter gelitten haben. Das Marinekorps Flandern hat eine sehr gute Infrastruktur aufgebaut, weil natürlich die ganzen Soldaten vor Ort auch irgendwie was essen mussten. Ne? Die haben dann Schlachtereien und Bäckereien und so aus dem Boden gestampft, richtig fürs Militär, um eben die hungrigen Mäuler an der Front zu stopfen. Während Offiziere höheren Ranges mehr in Villen und Schlössern teilweise untergebracht waren, dadurch, dass sie in Brügge sehr früh im Krieg schon die ganzen britischen Staatsangehörigen von 16 bis 60 rausgeschmissen haben sozusagen. Haben natürlich auch einige britische Staatsbürger ihre Villen und ihre Schlösser und sowas da hinterlassen. Und da ist dann eben der Offiziersstab so reingegangen. Naja, während die Mannschafter und Unteroffiziere dann eher bei den normalen Bürgern untergebracht waren. Wie es halt eigentlich bei den Kriegen zuvor eben auch so war. Hier haben wir mal 2 Beispiele, wie die Matrosen ab Mai 1915 ausgesehen haben. Man kann dazu nicht das eine Bild wie beim Infanteristen zeigen, wie alle ausgesehen haben. Denn, wie schon erklärt, die Marine hatte mehrere Uniformen, die weiße, die blaue, das Arbeitshemd und so. Und das wurde eben je nach Befehl, je nach Witterung und auch je nach Zustand der Uniformen, weil eben nicht alles so schnell geschafft werden konnte, gemischt getragen.
Ja, da gibt es viele Fotos von. Und wir wollen euch jetzt mal so die charakteristischen Uniformen zeigen. So, dabei haben wir erstmal mich als Marschuniform sozusagen. Ich trage hier das Arbeitshemd, die Arbeitshose. Das Arbeitshemd, den Unterschied, dass es eine Brusttasche hat. Ne, da war eigentlich das Matrosenmesser drin. Dann hat es keine blauen Ärmelaufschläge, so wie das weiße Hemd. Und es wurde außerhalb der Hose getragen. So, und die Landungstruppen waren mit diesem Arbeitshemd ausgestattet. Ne? Die waren dann erst so in einem Khaki-Ton gefärbt und ab Mai 1915 war dann der Befehl, alle Uniformen und Stoffteile feldgrau zu färben, sprich auch Brotbeutel, Gamaschen und so weiter. Die Hose ist die übliche Klapphose vom Arbeitszeug. Also das Arbeitszeug war immer aus einem Drillichstoff gefertigt, so wie man halt die Drillich-Uniformen auch kennt vom Heer. Ne? Genau, die waren feldgrau gefärbt. Die Farben, dadurch, dass es damals kein RAL gab, waren sehr, sehr unterschiedlich, vor allem bei der Marine. Also wenn man Originalfotos sieht, man kann natürlich die Farbe nicht erkennen, aber man kann den Farbton erkennen, wie dunkel oder wie hell es ist. Und das variiert total. Naja, und kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man das selber färbt im Felde und dann jeden Tag, den ganzen Tag am Strand unterwegs ist und die Sonne knallt, klar, dann wird es irgendwann so hell wie das hier. Also das Original, ich habe ein Original gesehen in einem Museum, das war wirklich ja, sehr wie ein dunkelgrau mit ein bisschen Grünanteil, ne, das Feldgrau. Und das ist halt schon sehr, sehr ausgeblichen. Sieht man auch vielleicht an der Hose den Unterschied. Das war mal die Originalfarbe und jetzt ist es halt ausgeblichen. Dadurch, dass ich eben das Hemd weiß gehabt habe und es dann selber gefärbt habe. Genau, also wir sind allgemein Baumwollstoffe. Das heißt, alle Drillich und Köper sind ja Webarten, aber im Endeffekt ist es Baumwolle. Ja. Und das bleicht in der Sonne brutal schnell aus. Ja, genau. Ja, und dann wird es dann am besten noch nass und dann trocknet es in der Sonne und dann wird das. Dann geht es noch schneller, weil wenn Kleidung nass ist und da Wassertropfen drauf sind und Sonne drauf scheint, dann bildet sich nämlich Wasserperoxid. Ja. Und dadurch bleicht das aus. Ja, genau. Da hast du auch schöne Muster manchmal, wenn du Knitter hast oder so, genau, Falten hast. So. Oder so Flecken, so ausgeblichene Flecken. Ja, genau. Ich habe hier noch den Kieler Kragen drunter. Die Feldgrau-Uniform war ja eigentlich nur für Fronttruppen. Ne? Also komplett in Feldgrau war nur für Front. Das mit dem Kieler Kragen, das war dann eher so auf dem Marsch oder hinter der Front, wenn man einfach nicht mal zum Ausgehen, aber so, wenn man einfach ein bisschen schicker aussehen wollte, sozusagen. Ich kann jetzt keinen Vergleich zum Heer ziehen, weil sowas Ähnliches gibt es halt nicht. Aber ja, es war einfach nur ein bisschen was Schickeres. Auf dem Marsch hat man es dann eben getragen, um dich als Matrosen, Marinesoldaten eben auszuzeichnen. Genauso wie den Knoten. Der wurde so auch im Schützengraben nachher nicht getragen. Ja, weil, wozu? Hat natürlich keine Bewandtnis und flattert nur rum und naja. Richtig, ja. Genau, in der Regel im Sommer wurde das Hemd so getragen oder mit einem Unterhemd drunter, weißes Unterhemd mit so einem blauen, dünnen Kragen. Aber bei schlechter Witterung oder auch im Winter wurde das feldgraue Arbeitszeug über der blauen Uniform getragen, wie man vielleicht bei mir irgendwo sieht. Sieht man das irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das blaue Hemd drunter. Das führte dann dazu, dass die Arbeitshemden sehr schnell durchgescheuert sind. Vor allem eben im Hosenbereich, im Schrittbereich, weil die Hosen drunter getragen haben. Und da mussten sie sich dann Abhilfe beschaffen und haben dann irgendwann die feldgrauen Hosen bekommen, wozu wir gleich kommen. Ich trage hier die Patrontaschen von der Marine. Ich habe immer noch keine offizielle Bezeichnung dafür gefunden. Das sind einfach die Patrontaschen 09, bloß in einzelnen Kammern mit Haken für den Koppelriemen. Für den Brotbeutelriemen. Ja, für einen Tornisterriemen. Tornister, genau. Mhm. Apropos Tornister, ich trage hier den Rucksack. Bei der Marine ist es sehr charakteristisch, dass die entweder Rucksäcke hatten. Seebataillon hatte natürlich Tornister, weil das ja eine Infanterieeinheit war. Und die Marine hatte noch entweder Rucksack oder die Hängematte als Rucksack so zusammengepackt. So, ich habe es noch nie auf dem Originalfoto gesehen, ich habe es nur in einem Buch gelesen. Ja, auf jeden Fall gab es die Rucksäcke in dieser Form
als zivile Modelle in 100.000 verschiedenen Ausführungen. Es gab die, so wie ich die habe, ohne Tasche unten, also wo jetzt das Genau. Kochgeschirr Also hier ist das ist. Kochgeschirr drauf, das ist Genau. dann ohne Tasche, die gibt es mit Tasche. Und was an diesem Rucksack auch sehr charakteristisch ist, die haben Schlaufen zum Aufnehmen der Zeltbahn. Genau, das war so das, was die Marine daraus gemacht hat, aus diesen zivilen Rucksäcken. Ne? Die haben dann das so umgebaut, dass du oben drauf die Wurst aus Mantel und Genau. Zeltbahn oder eben die Unterlage, die Marine hatte, die hat ja eigentlich keine Zeltbahn gehabt, oben drauf schnallen konntest. Ne? Diese Rucksäcke, die gab es wie gesagt in verschiedenen Arten, so wie viele kennen die von den Gebirgsjägern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Rucksäcke hatten zusätzlich zu dem auch noch wie der Tornister, die Tornisterriemen, die dann hier einhaken. Genau. Ne? Habe ich jetzt noch nicht dran, muss ich noch dran machen. Ja, so. Haben sie natürlich im Graben abgelegt und haben dann ein Sturmgepäck draus gebastelt. Da haben sie sich einfach nur den Mantel oder die Zeltbahn drum geschnallt. Hinten am besten noch Kochgeschirr drauf. Und das ist ein sehr, sehr charakteristisches Bild. Also auf sehr vielen Fotos laufen sie so rum mit der Wurst um die Brust. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr einfach, damit durch die Gegend zu marschieren und irgendwo zu stürmen, wobei sie nicht viel gestürmt haben, aber Nö. Waren ja sowieso mehr am Strand. Da hat man Besseres zu tun. Wobei da auch nicht Alarm alle. war. Die erste Division war am Strand. Ja, aber das wisst ihr ja, weil ihr habt das Video schon gesehen. Da haben wir am Anfang schon erklärt, wo die alle waren. Ach so. Genau, also für den Strand ist es perfekt. Auch diese schön luftige Uniform ist dafür schon sehr gut geeignet. Ja, auf dem Kopf haben wir die Matrosenmützen, ganz typisch. Da, wo die Infanterie die Pickelhaube getragen hat, da haben die Matrosen die Matrosenmütze getragen oder die Tellermütze. Ja, die gab es natürlich auch in Weiß, in Blau. In Blau wurde sie auch sehr oft getragen, vor allem hinter der Front. An der Front natürlich dann die weiße, bloß eben feldgrau eingefärbt, so wie alles andere auch. Ja, Mützenbänder ist ein Thema für sich. Ja, eine unendliche Geschichte. Genau, denn wie schon gesagt, war das Marinekorps aus sehr vielen verschiedenen Marineeinheiten zusammengewürfelt. Sprich Seebataillone, Matrosen, Reservisten, Matroseregimenter, Artillerie, bla bla. Und die hatten entweder alle ihre eigenen Mützenbänder noch oder sie haben eben kaiserliches Marinekorps bekommen. Und dann gab es auch noch Marinekorps Flandern und Sturmabteilung des Marinekorps gab es auch noch. Also es gab so viele verschiedene Mützenbänder, da kann man gar nicht sagen, das ist jetzt das eine Marinekorps Mützenband. Richtig. So hatte jeder auch seine eigenen Einheiten auch ja, das Mützenband dafür. So, die Trageweise der Schuhe. Es gab, wie ich sie trage, die typischen Marschstiefel 1866 ne, von der Infanterie. Die haben natürlich die Matrosen auch bekommen, dann genagelt. Die hatten aber auch ihre Matrosenstiefel. Ja, die sahen so ein bisschen aus wie Husarenstiefel, die vorne eben noch ein Stück höher waren. Also der Schaft war vorne ein bisschen höher als hinten. Spitz zulaufend nennt man das. Ja, genau. Das hatten sie. Oder eben die Matrosen-Schnürschuhe oder auch normale Schnürschuhe, je nachdem, was sie zur Verfügung hatten. Und dann eben mit sehr marinespezifisch die Gamaschen. Die wurden 1902 eingeführt in einem rotbraunen Stoff, wasserabweisend. Es ist ja ähnlich wie der Brotbeutelstoff. Ne? Der wurde so getragen. Vorher waren die Gamaschen ne, zu 1900 Zeiten, wo auch hier, wo sie auch zum Boxeraufstand marschiert sind, da hatten sie noch die an der Seite geschnürt sind. Und deutlich höher, die gingen ja bis unter das Knie. Die gingen bis zum Knie, genau. Ja. Genau. Ne, die auch die Amis im Zweiten Weltkrieg noch getragen haben. So ähnlich, ne, mit der Schnürung. So. Genau, das war sehr gängig. Auch sehr charakteristisch, wenn Stiefel getragen wurden, dass einfach nur die Hosen hochgekrempelt wurden. Das war auch sehr matrosentypisch. Immer einmal hochschlagen, also der Genau. Knöchel musste rausgucken. Das Genau. war denen aus welchen Gründen auch immer sehr, sehr wichtig. Naja, weil es halt an Bord so getragen wurde. Das ist halt marinetypisch. Ah ja, so okay. Marinetradition, ne? Damit die Hose halt nicht nass wird. Ja. Deswegen war die Hose auch unten so ein bisschen wie Schlaghosen weiter als am Knie. Damit du die schön hochkrempeln konntest. Daher wird der Hase. Daher wieder Hase. Ja. Da, der Frosch die Locken. Genau, aber es gab natürlich auch trotzdem, wie bei der Infanterie auch, das Bild, dass die Hose in die Marschstiefel gesteckt wurde. Das war total Jeder, wie er gängig Lust hatte. irgendwann. Ja, vor allem, weil die Marine sich im Laufe des Krieges immer mehr optisch an das Heer angeglichen hat. Ja. Na, die haben dann irgendwann die feldgrauen Hosen bekommen. Die haben dann irgendwann die feldgrauen Hosen bekommen und wurden immer mehr
zu Soldaten des Heeres optisch. Optisch, ja. Aber trotzdem dennoch mit sehr markanten Unterschieden. Ja, Man erkennt sie auf den Fotos immer noch. Man erkennt sie sehr schnell. Ja. So, Seitengewehr, sehr, sehr typisch ist das lange Seitengewehr jeglicher Art. Ich habe jetzt das Seitengewehr 98, aber auch frühere Modelle, denn wie ihr schon aus früheren Marinevideos von uns wisst, die haben alles getragen, was jemals eingeführt wurde. Also nicht jemals, aber... Ja, und auch lange Hirschfänger 71. Genau, Seitengewehr 71. Das Ding, dann 88, 98, vor allem auf dem Beute Mosin Nagant. Ja. Bewaffnung, alles altbackend. Hier zum Beispiel haben wir einmal das Berthier-Gewehr. Das sieht man oft auf Fotos, genauso wie das Lebel. Oder aber auch Mosin Nagant. Was auch typisch ist, ist sehr viel Kommissionsgewehr 88 und Gewehr 98 auch, aber nicht flächendeckend. Das ist halt... Genau, flächendeckend gab es eigentlich gar nichts. Flächendeckend gab es Gewehre. So, es gab irgendwas. Es gab was knallt. Alles, was schoss. Es gibt Fotos aus dem Schützengraben mit Stahlhelm auf, also ab Ende 1916 mit dem langen Seitengewehr noch auf. Also, die haben es noch sehr lange getragen, dafür, dass die Infanterie es nicht lange getragen hat. Richtig. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich. Wir wollen was Eigenes sein. Richtig. Dann, was noch relativ typisch ist, ist das Koppelschloss. Ja, genau. Was wir eigentlich falsch haben, denn es wurde bis zu dem Zeitpunkt schon feldgrau angepinselt. War aber dennoch das Messingschloss mit Neusilbermedaillon, das nur feldgrau angepinselt wurde. Oder hatten die eine Stahlvariante? Es gab aber auch Stahlvariante, ja. Genau. Also wie bei der Armee selber gab es auch ab, ich weiß nicht wann, aber ich würde auch schätzen, ab Ende 1914 gab es schon welche aus Stahlblech. Ja. Ne, weil das Deutsche Reich ja komplett Buntmetall einsparen musste. No, okay. Für die Kriegsmaschinerie. Aber da sind Originale nicht, Originale sind verfügbar, aber für alles Geld der Welt. Ja. Und Repros gibt es nicht. Nein, doch. Also nee, vom Stahl nicht. Ja, das sind ja Repros, aber ich meine die Stahl, die geprägten, die gibt es nicht. Das die gibt es nicht. Außer jemand von euch macht die, dann schenkt uns das. Schenkt uns die, genau. Ja, Patronentaschen 1895, wie schon gesagt, alles was alt war, wurde auch bei der Marine noch weitergetragen. Richtig, auch umgebaut, dann später für das Gewehr 98, Da waren dann nicht mehr ganze Pakete Patronen drin. Richtig, ja, da hat man in die Ladestreifen reinbekommen. So, genau, dann Brotbeutel. Marine, wie schon gesagt, ist was sehr Eigenes. Und die wollten auch eigene Sachen haben und deswegen haben sie eigene Brotbeutel bekommen. Ganz besondere Kinder. Ganz speziell. Es gibt, wie bei den Gamaschen, auch ein älteres Modell. Das war komplett vernäht mit dem Schulterriemen. Das heißt also, man konnte ihn nicht an den Koppel anhängen. Blenden wir euch ein Bild mit ein. Der sah noch deutlich anders aus als die vom Heer. Ne, die hatten hier auch keine Beriemung und sowas. Denn die Feldflasche wurde auch extra getragen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sogar noch in eine Glasflasche mit Leder umhüllt. Und das hier ist jetzt das Marinemodell. Sehr ähnlich. Vom groben Schnitt her ist es genau gleich wie die vom Heer. Die sind größer. Ja, genau, die sind größer, aber es gab halt auch verschiedene Modelle, wo zum Beispiel der Deckel von der Tasche viel kürzer war, so wie bei mir. Stimmt, ja. Ne? So kurz. Sehr charakteristisch ist dafür, dass die Aufnahme für die Feldflasche, dieser Lederstreifen in der Mitte ist. Da wurde dann, also eigentlich ist hier oben auch noch ein Haken oder eine Öse, besser gesagt, so ein D-Ring, wo eben die Flasche eingehakt wird und dann hier reingeschlauft. Dann hängt die in der Mitte. So, das war sehr typisch für Marine. Wie ihr hier schon seht, ist es sehr zusammengewürfelt. Und genau das ist der Look, den wir haben wollen, denn die Marine damals war eben auch sehr zusammengewürfelt. Und das, was ich angesprochen hatte, dass die Hosen, vor allem die Hosen, sehr schnell durchscheuerten, führte dazu, dass die auch die feldgrauen Hosen von dem Seebataillon bekommen haben. Sprich feldgrau mit entweder weißer Paspellierung oder ohne Paspellierung. Es gab aber auch viel Marinezeug aus feldgrauem Uniformtuch. Sprich, die Hosen haben sie irgendwann aus Uniformtuch gefertigt, die Hemden
Selbst den Kolani, den Überzieher, selbst den gab es aus Uniformtuch in Feldgrau. Auch die Mützen gab es aus Uniformtuch. Eigentlich alles. Ja, und achso, der Brotbeutel wurde übrigens auch feldgrau gefärbt. Ja, haben wir jetzt nicht, aber wurde auch gefärbt. Aber das ist so ein Ding, nur weil es befohlen wurde, dass es gefärbt werden sollte, wurde nicht alles gefärbt, denn das galt meistens für die frontnahen Truppen. Ja. Ja, und das Marinekorps hatte so ein riesen Territorium, ich meine, das waren 70.000 Mann komplett. Und da war nicht jeder an der Front, da waren wirklich nur, nur ein kleiner Prozentsatz an Soldaten an der Front immer. Und die haben dann eben das Feldgrau bekommen und in der Etappe und auch am Strand, wo man jetzt nicht unbedingt in das Gelände sich irgendwie verstecken muss oder so, da hat man dann auch gemischt getragen. Und 1915 gab es dann die Einheitsbluse und die hat natürlich die Marine auch bekommen. Wir sind jetzt im Jahr 1916 ungefähr. Die Marine hat immer mehr und mehr die Einheitsbluse bekommen. Wie der Name schon sagt, Einheitsbluse hat alle Waffengattungen einheitlich gekleidet. Ja, ob das die Pioniere sind oder Artillerie und Infanterie, die haben alle die gleiche Uniform bekommen. Die haben sich allerdings nur noch unterschieden, was die Schulterklappen anging. Ja, die einen haben dann schwarze Schulterklappen gehabt, die Infanterie hatte weiße Vorstöße und so weiter und so fort. Die Marine hat natürlich auch die Einheitsuniform bekommen, wie ihr schon seht, ohne Schulterklappen. Außer das Seebataillon, das hat noch die typischen Seebataillonsmerkmale, sprich die Gardelitzen und die Schulterklappen mit gelben Ankern drauf und sowas. Da machen wir aber irgendwann mal was Separates dazu. Jetzt geht es erstmal nur um die Matrosen. Wie ihr schon seht, das Bild hat sich immer mehr des Bildes des normalen Infanteristen angeglichen. Ja? Also Stahlhelm auf, Einheitsuniform, es gibt keine Unterschiede mehr, alle sehen gleich aus. Hier natürlich noch mit den Marine-typischen Gamaschen und mit der Hose. Aber auch hier gab es Feldhose in Feldgrau und Stiefel, ganz normal. Also es gibt wirklich Fotos, da hätten die Schulterklappen auf, würdest du nicht wissen, wozu die gehören. Also bei der Marine gab es keine Schulterklappen, da es ja so war, dass die Marine ihre Zugehörigkeit, ihre Abteilungen, Regimenter, U-Boot-Flottillen und wo sie auch immer hingehören, auf den Mützenbändern beschrieben haben. Also da kann man dann immer ablesen, wo sie hingehören. Deswegen hat die Marine, die Matrosen, auch keine Troddeln gehabt, weil die Kompanie eben auch oben am Mützenband zu sehen war. Die Rangabzeichen waren auf der Einheitsbluse auf den Ärmeln aufgenäht. Ja? Also ich habe jetzt mal so ein Beispiel. Das wäre dann natürlich nicht in diesem tollen, leuchtenden Farbton, sondern eher alles, ich weiß nicht, ob die feldgrau waren, auf jeden Fall waren sie oft blau aufgenäht. Ne? Also wenn man jetzt einen Gefreiten hat des Matrosenstandes, dann hat man hier einen Winkel, gefreiten Winkel in dunkelblau aufgenäht. Ja, dadurch kann man ganz gut Marine erkennen. Die hatten auch den M15-Mantel, den Einheitsmantel, den wir euch nicht zeigen können wir euch nur auf Fotos zeigen. Da war der Unterschied natürlich einmal ohne Schulterklappen, aber auf der anderen Seite hatten sie auch die Knöpfe nicht mit der preußischen Krone drauf, sondern mit der Kaiserkrone, typisch für Marine eben. Hier schon mit den typischen Infanterietaschen, Patrontaschen 09. Die haben sie auch immer mehr bekommen. Bewaffnet ist er mit dem Karabiner 98. Dadurch, dass die Marine auch sehr viele Karabiner 98 im Laufe des Krieges ausgegeben bekommen haben. Also wie ihr schon merkt, es gibt alles, was es so im Krieg gab, hat es auch bei der Marine gegeben. Ne, Stahlhelm sowieso. Ab 1916 im Juni hat das Marinekorps Flandern 7.500 Helme bekommen. Die haben das dann wieder so gemacht wie das Heer auch, sprich das Prinzip des warmen Helmes. Also die Fronttruppen haben den Helm bekommen und dadurch, dass nicht genug Helme da waren für alle Fronttruppen, haben sie das dann so, oder für alle Truppen, haben sie das dann so gemacht, dass die Fronttruppen, die abgelöst wurden, ihre Helme an die Ablösung weitergegeben haben. Ja, und dadurch kommt es auch zustande, wenn man nur eine begrenzte Anzahl von Helmen hat, dass nicht jede Größe vorhanden war. Also es gab durchaus viele Soldaten, die einfach einen Helm hatten, der viel zu groß war oder viel zu klein. Mussten sie halt mit leben. Ja. Ich habe jetzt mein Marschgepäck abgelegt. Der Kieler Kragen, den man entweder reinknöpft ins Hemd. Da waren dann im Kragen Knöpfe. Konnte man dann also diesen Kieler Kragen, den blauen Kragen einknöpfen.
Oder so wie ich es gemacht habe mit meinem Kragen, ich habe einen Exerzierkragen, den man unters Hemd schnürt sozusagen. Also die Schnüre kommen dann von hinten, dann schnürst du fest. Blenden wir euch was ein. Genau, den habe ich getragen, den habe ich jetzt abgelegt, weil so waren die meisten Fronttruppen der Matrosen im Graben anzutreffen. Also Stahlhelm auf, nur das Hemd, drunter dann eben die blaue Uniform getragen, wenn es ein bisschen kälter war. Die Hose in die Stiefel reingesteckt, weil es ist halt auch, es war nicht immer so, also es gab durchaus auch die hochgekrempelten Ärmel, aber so ist es ja dann deutlich einfacher, wenn man im Matsch rumrennt, dann wird die Hose nicht so dreckig. Ja, wie gesagt, das Seitengewehr wurde noch sehr lange getragen, auch mit Stahlhelm noch. Ich denke mal, das wurde bis Ende des Krieges noch getragen, das lange. Ja, das Gewehr 98 wurde auch immer gängiger, aber auch hier wurde alles bis Ende des Krieges weitergetragen. Vor dem Krieg war das schon so, dass die Landungstruppen der Marine in deren Arbeitskleidung sozusagen gekämpft haben. Ne? Also mit der Brusttasche, das Arbeitshemd und sowas. Und das Problem war natürlich, dass die in erster Linie, die Landungstruppen, auch mit dem Tropenhut, die haben natürlich in erster Linie auch in tropischen Gegenden gekämpft, also eher so im Buschkrieg. Mhm. Und da hat sich natürlich das weiße Arbeitshemd nicht so gut bewährt. Weswegen ab 1897 ins Ausland fahrende Schiffe bereits Farbstoff mitführen mussten. Das war dann damals noch so ein gräulicher Farbstoff. Aus welchen Zusammensetzungen, weiß nicht, das sind irgendwelche Pflanzen, die sie da mit reingemischt haben. Und damit sollte also die Arbeitskleidung, die Gefechtskleidung an die Umgebung angepasst werden, ne? Damit die nicht so rausstechen und nicht so viele Verluste dann eben dadurch kriegen. Ab 25. November 1911 war das dann so, dass diese Färbung nicht mehr grau sein sollte, sondern Khaki. Also so ein Khaki-Stoff. Die war dann auch permanent. Also die vorherige Färbung war abwaschbar, sodass man nach dem Gefecht eben die weiße Arbeitskleidung wieder hatte. Oder die Naturleinfarben. Ja. Genau. Und die Khaki-farbene war permanent. Das heißt, die wurde nur gefärbt, wenn wirklich nur kurz vorm Gefecht, wirklich, also nur für den Einsatz. Und die wurden dann an Schiffen für besonders dreckige Arbeit danach dann aufgetragen und nicht mehr ausgegeben eigentlich. Das heißt also, ab 1911 hatten die diesen Khaki-Ton. Also 1914 sind sie schon in Khaki im August ausgemarschiert und haben damit gekämpft. Es gab aber auch bei der Marine, genauso wie bei der Infanterie, Probleme, so viele Soldaten einzukleiden. Und dann hatte man eben nicht genug Arbeitskleidung und sowas. Und dann hat man teilweise auch die Uniform der Schutztruppe ausgegeben. Die hat ja auch so eine Art Khaki-Stoff. Es ist nicht der gleiche Khaki-Ton, aber es ist schon ähnlich. Da hat man dann die Hose oder die Bluse davon ausgegeben. Am 26. Mai 1915 hat man dann befohlen, dass alle Fronttruppen die braunen Khaki-Arbeitsanzüge färben sollten, und zwar in Feldgrau. Man hat sich also der Uniform des Heeres angeglichen, so ein bisschen. Im Dezember 1914 wurde schon befohlen, dass die Feldmütze, also die Marinemütze, auch feldgrau gefärbt wurde. Also es gab ein paar Monate, wo dann eben in braun und in feldgrau rumgelaufen wurde. Ja. Ne, aber dann kam wirklich der Befehl, alles was braun war und alles was ab jetzt gefertigt wurde, feldgrau färben. Darunter fielen auch Brotbeutel, Gamaschen, alles was aus Stoff ist. Sollte für Fronttruppen feldgrau sein. Heißt also nur für Fronttruppen, also in der Etappe wurde wieder alles getragen, wie wir schon bei der Uniformvorstellung erzählt haben. Es gab auch teilweise Mützen und den Überzieher Golani und vieles an marinetypischen Ausrüstungs- und Uniformgegenständen, die aus Uniformtuch gefertigt waren. Also auch aus dem feldgrauen Uniformtuch. Genau, wie die Blusen und Röcke der Armee. Es ist nicht die Regel. Es ist bei weitem nicht wirklich flächendeckend gewesen. Ne? Es war immer nur so vereinzelt stückchenweise so ein bisschen. Ne? Also bei der Marine war es ja schon vor dem Krieg so, dass sehr viel gespart wurde und sehr viel noch ausgegeben wurde, was eben alt war. Und im Krieg war es dann halt auch so. Die haben also auch nicht den neuesten Scheiß bekommen. Ja, das hatte Marine ja nie. Marine hat ja immer alles auftragen müssen. Das war bei denen ja auch Devise. Richtig, genau. Jetzt haben wir die ganzen Uniformen behandelt. Jetzt noch einen kleinen
Schwenk aus der Geschichte, so was im Krieg passiert ist, was militärische Operationen anging, war die Front des Marinekorps sehr ruhig. Also da trifft im Westen nichts Neues tatsächlich sehr gut zu. Da ist nicht viel passiert. Im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Frontabschnitten ist da etwas mehr Ruhe gewesen. Natürlich haben die da auch gekämpft, aber eben nicht so heftig wie an anderen Frontabschnitten. Die Städte, zum Beispiel Newport und Ostende, Westende und Lombardide und sowas, die haben natürlich sehr gelitten. Die wurden schon 1914 dem Erdboden gleich gemacht. Also da sieht man viele Fotos von Ruinen und teilweise Schützengräben in den Städten und sowas. Ja, also witzigerweise ist auch noch zu erwähnen, 1914, wo die deutschen Truppen eben die Küste in deutscher Hand hatten, da wurden dann schon, da wurde der Strand schon zum Urlaubsziel sozusagen. So, also Okay. da gibt es Fotos von Marinesoldaten, die am Strand, in Ostende zum Beispiel, Sackhüpfen und sowas alles veranstaltet haben. So am Strand direkt. Okay. Was dann irgendwann, naja, durch den stetigen Beschuss der Royal Navy dann irgendwann natürlich unterlassen wurde. Ja, ist nur ein ganz interessanter Fakt. Na, hier schon Bilder von ihr sehen, wie die da Fotos und Urlaub machen am Strand. Genau, gibt es auch ein Seebataillon, die dann da schön Urlaubsfotos machen. Aber die waren natürlich immer unter ständigem Beschuss, entweder von der französischen Artillerie oder von den britischen Schiffen. Genau. Und da haben sie natürlich auch mal zurück, die haben sich halt immer ein bisschen beschossen. Ne? So, aber die große Landung der Briten, die sollte nicht stattfinden. Was tatsächlich stattgefunden hat, waren einige Raids auf Deutsch, Überfälle. Ja. Einige Überfälle der Royal Navy auf deutsche Seekriegshäfen. Also zum Beispiel Seebrücke wurde überfallen und Ostende und so. Und das war so zwischen 1917 und 1918 verstärkt. Aber so richtig den Erfolg, den sie haben wollten, hat es nicht erzielt. 1917 gab es noch die Operation Strandfest. Das war noch ein Highlight im negativen Sinne der Front an der Stelle, wo das Marinekorps war. Da wurde dann sozusagen, wo die französischen und belgischen Truppen die Front an der Isar den britischen Truppen übergeben haben sozusagen, da sind die Deutschen dann nochmal vorgedrungen und haben das erste Mal in der Geschichte oder mit das erste Mal in der Geschichte so gekämpft, dass alle Waffengattungen zusammengearbeitet haben. Sprich, man hat also die Artillerievorbereitung natürlich gehabt, und alle anderen sind dann im Nachgang. Also es war so wie ein Zahnrad, wo alle ineinander übergreifen. Ne, wie später zum Beispiel auch die Briten mit den Panzern und Flugzeugen und sowas, die zusammengearbeitet haben. Und das war da schon so. Nur die Unterstützung der Schiffe konnte da eben nicht stattfinden wegen Nebel. Aber sonst hätten die halt auch mit eingegangen. Ne? Ja. Aber das war zum Beispiel noch der letzte größere Erfolg, wenn man es Erfolg nennen kann, ein bisschen die Briten so ein bisschen zurückzutreiben. Da können wir gerne mal ein eigenes Video zu machen über Operation Strandfest. Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema mit Schlachtverläufen und sowas. Ja. Da haben sie die Briten so ein bisschen überrumpelt. Was natürlich nichts gebracht hat, weil 1918 war dann die alliierte Befreiungsoffensive und da war natürlich nichts mehr zu holen. Das waren so die einzigen Highlights, die das Marinekorps da an der Front hatte. Ansonsten ist nicht mehr viel passiert. Das Seebataillon, was wir schon angesprochen haben, diese Eliteeinheit, die haben sich dann nach dem Krieg zu einem Freikorps oder zu 2 Freikorps zusammengefunden. Nicht alle natürlich, ne, aber zum großen Teil. Einmal das Freikorps Lützow und einmal das Freikorps Schwarze Jäger. Ja. Weil Schwarze Jäger kommt halt daher, dass die Seebataillone im Weltkrieg schon von den Franzosen Schwarze Jäger genannt wurden, weil sie eben Tschakos wie Jäger auf hatten und schwarz melierte Mäntel. Ja, deswegen Schwarze Jäger. So, die haben sich dann zu Freikorps zusammengefunden und 1919 auch in Wilhelmshaven ordentlich gegen politische Gegner gekämpft. Können wir auch mal was dazu machen, zu den ganzen Aufruhen 1919. Ja. Haben sie teilweise mit Artillerie Gebäude beschossen, bis die sich da mal ergeben haben und sowas. Also wild. Genau, und einige dieser, ich weiß nicht, ob beide übernommen wurden, auf jeden Fall wurden Teile davon bei der Reichswehr auch übernommen. Ja. Von den Freikorps. Ja, ansonsten
war es das tatsächlich zu der großen Geschichte des Marinekorps. Zumindest als grober Überblick. Ne? Also man kann da wirklich in jedes Detail nochmal richtig reingehen, was die U-Boot-Waffe und die Seeflieger anging. Und die Uniformierung, die werden wir niemals zusammenbekommen. Vor allem die Seeflieger. Und das ist alles... Das scheitert ja schon am Kolani. Ja, eben. Aber gut, man nützt nichts. Dann, wenn man es nicht bekommt, muss man es selber bauen. Richtig, genau. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Genau. Aber das ist so, da gibt es viel Stoff für theoretische Themen. Ja. Wenn ihr da Bock auf so ein paar theoretische Themen habt, mit so ein bisschen Schlachtverläufen oder irgendwie sowas, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Und wenn dem so ist und ihr da nichts verpassen wollt, dann lasst noch ein Abonnement da. Dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video. Tschüss.